Ich möchte mal zeigen, wie das Projects-Feature bei GitHub funktioniert. Also GitHub hat ja eine ganze Reihe von Funktionalitäten, zum Beispiel diese Issue-Liste, die jeder kennt. Wenn man jetzt auf ein Repository klickt, dann findet man dort diesen Reiter Issues. Wenn man ein technisches Problem hat, kann man ein neues Issue aufmachen. Das könnte ein Bug-Report sein, also ein Hinweis, dass es einen Fehler gibt. Es könnte aber auch sein, dass es eine Funktion ist, die sich jemand wünscht, dass die neu eingebaut werden soll. Hier gibt es jetzt auch schon eine Reihe von Issues. Und es gibt für GitHub, es gibt für viele Repositories ein Feature von GitHub, das heißt Projects, wo man die Issues von verschiedenen Repositories bündeln kann. Wir haben jetzt hier unsere Organisation Human Connection und wir sehen jetzt hier diese 5 Repositories, die wir hier haben. Und das ist unser Frontend und das ist zum Beispiel unser Backend. Wenn wir jetzt eine Funktion haben, die zum Beispiel eine Änderung in beiden mit sich bringt, dann kann man eben dieses Projects-Feature von GitHub verwenden. Das sieht dann so aus und kann in so einer Liste die Issues aus mehreren Repositories bündeln. Hier sieht man die auch unten. Ja, also da sind zum Beispiel aus allen 5 welche drin, deswegen heißt es auch General, also ganz allgemein. Wenn man jetzt da draufklickt, dann sehe ich so eine Ansicht. Ja? Das heißt, das ist so ein Scrum-Board, so kenne ich das, oder auch Kanban-Board. Man hat hier sozusagen verschiedene Spalten und die sind nach Fortschritt sortiert. Also das ist unser sogenanntes Backlog. Das ist also eine Sammlung aller Issues, die wir noch zu erledigen haben. Und wenn jetzt zum Beispiel etwas schon in Bearbeitung ist, dann kann man es aus diesem Bereich hier rüberziehen. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel dieses Issue hier rüberziehen und jetzt wäre es in Progress. Und das kann ich natürlich auch wieder zurück machen. Das Wichtigste ist aber erstmal, dass man auch zum Beispiel hier filtern kann. Also es gibt einige Issues, die eben einsteigerfreundlich sind. Das sind diese Good First Issues. Wenn ich jetzt da draufklicke, dann sehe ich zum Beispiel nur noch Good First Issues. Dieser Filter ist sogar in URL drin. Das heißt, wenn ich jetzt hier oben klicke, das sehe ich hier den Good First Issue Filter hier oben in der URL. Das heißt, ich kann das einfach irgendwo anders verlinken. Und wenn man da drauf klickt, wenn man auf einen Link klicken würde, käme man auf alle einsteigerfreundlichen Issues. Hier in diesem allgemeinen Projects-Bereich, der Issues aus allen Repositories von Human Connection beinhaltet. Das könnte also in dem Fall aus dem Frontend sein. Es gibt aber auch bestimmt auch Issues aus anderen Repositories, zum Beispiel hier aus der API. So, das heißt, dieses Projects Board ist sozusagen die zentrale Anlaufstelle für alle Leute, die gerne an Human Connection mitarbeiten wollen. Es gibt noch eine sehr wichtige Funktionalität von diesen Projects, von diesen Scrum Boards, Projects Boards, wie auch immer. Und zwar kann ich hier eine Sortierung vornehmen. Und die Sortierung bleibt erhalten. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Priorisierung ausdrücken möchte, dann kann ich das machen, indem ich ein Issue ganz nach oben ziehe. Ja, also ich kann jetzt zum Beispiel sagen, mir ist es wichtiger, hier dieses Moderationsfeature, um einzelne Nutzeraccounts zu disablen, kann ich nach oben ziehen oder den Knopf, damit Leute einen Missbrauch, also einen Kommentar flaggen können oder eine Contribution, wie auch immer. Das könnte ich jetzt hier nach oben ziehen. Und das bleibt erhalten. Also diese Sortierung bleibt erhalten, wenn ich jetzt zum Beispiel die Seite neu lade. Dann ist die gleiche Sortierung immer noch so, wie sie vorher war. Auf die Art und Weise kann man eben Priorisierung ausdrücken. Das heißt, diese Issues, die jetzt hier weit oben stehen, das sind jetzt auch die wichtigsten Issues.